Juhu, jetzt sind wir in Belize! Grenze hat gut funktioniert und das echt Witzigste, oder was wir auch schon vorher wussten, aber was wir nicht so wirklich wahrhaben wollten, hier wird wirklich Englisch gesprochen. Es ist das einzige Land in Mittelamerika, wo Englisch die Landessprache ist. Das war mega witzig, oder? Vor allem haben die Leute alle Englisch gesprochen, irgendwie mit so einem witzigen, so ein bisschen so amerikanischen Akzent. Irgendwie der eine Typ hat die ganze Zeit irgendwie Witze gerissen. Das war ziemlich gut. Unser erstes großes Ziel in Belize ist jetzt Belize City an der karibischen Küste. Das erste Mal, dass wir die Karibik sehen werden. Jetzt fahren wir zur Karibik. Und dann werden wir ein bisschen Inselhopping machen. Auch Belize wird wahrscheinlich ein bisschen anders werden als irgendwie das übliche Land. Wir werden wahrscheinlich nur irgendwie 5-6 Tage oder so bleiben. Ein bisschen auf den Inseln rumfahren, irgendwie hin und her. Wissen wir noch nicht so genau. Hi guys! We will see. Mal gucken, was hier so abgeht in Belize. Schoolbus. Genau. Belize begrüßt uns mit einem Regenschauer. Hä? So sieht das aus! Hi. Hello. Hi. Es gibt in Belize eine deutschsprachige Gemeinde. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie die heißen. Auf jeden Fall leben die sehr religiös. Ich glaube, es ist so ein bisschen vergleichbar mit den Amish in Amerika. Und ja, 2% der Leute, die in Belize leben, sprechen Deutsch. Und das sind ja, diese Menschen, die halt auch vor allem in dieser Region, wo wir jetzt sind, also nahe der Grenze zu Guatemala, leben. Mal gucken, vielleicht treffen wir noch einen. Wäre interessant. Wir fragen gleich, ob die Flagge hier gibt. Ja, die haben schon gefragt. Ah, und gibt's nicht? Nee, gibt's nicht. So. Die meinten alle, ich brauche eine Belize-Fahne. Ich habe nur die Guatemala-Fahne hier hängen. Nee, die haben schon gefragt. Okay. Boah, was gibt's? ich bin so überfordert. Der Laden ist voll mit allen möglichen Sachen. Es noch mehr als in Mexiko gibt. Es sind echt voll viele spannende Sachen. So, Kokosnussmilch ist auf jeden Fall günstig hier. Ja, gibt es mexikanische Sachen, gibt es so Bohnen. Cranberries. Und das ist irgendwie auch so spannend, irgendwie so eine Tamarinde-Paste, aber quasi aus der ganzen, so eine geriebene Tamarinde mit Zitrone, Kokosnuss und irgendwie noch so. Es ist irgendwie typisch Belize. Nee, das ist Turmeric, nicht Tamarind. Ja. Turmeric ist Kurkuma. Aha. Auf jeden Fall, das ist in Belize gemacht und, Okay. und das ist irgendwie so typisch Belize. Cool. Können wir so einen Curry heute damit machen? Nice. Hört sich gut an. Truck, yeah. That's We had a Unimog. A Unimog, We had a big truck, live in there, everything. I don't know, I can't remember his name. T-Tao or something like that. Okay. He was a nice guy. I mean, most of the Germans are good guys. Oh, that's good. Yeah, thanks. It's nice, good. So you guys are going from here to Guatemala or coming from Guatemala? We're coming from Guatemala. We are exploring Belize a little bit now and then heading to Mexico again. Okay. Wish you guys luck, man. You will enjoy it. Thanks, man. Danke. Wir haben eine Flagge doch geschenkt bekommen. Die haben wir dann irgendwo ganz hinten gefunden. Und uns geschenkt. Ja. Und uns geschenkt. In Guatemala haben wir, weiß ich nicht, 2 Euro für die Fahne bezahlt. Das ist auch immer irgendwie so ein kleiner Indikator, wie teuer die kleinen Flaggen in dem Land sind. So durchschnittlich ist es eigentlich immer 1 Euro.
Guatemala war echt teuer, ne? Das waren über 2 Euro. Oder das waren 2 Euro, ne? 15. 2 Euro. Hier in Belize gab es sie wieder geschenkt. Cool. Boah, die Leute sind super freundlich. Die sind hier gerade alle rausgekommen, ey. Wir wollten Fotos machen und so weiter. Haben uns halt die Fahne geschenkt. Uns alles Gute gewünscht und so weiter. Und ja, man kann sich halt, oder wir können uns jetzt halt richtig gut mit den Leuten verständigen, weil die halt ja alle Englisch sprechen. Und ja, Spanisch sprechen wir auch mittlerweile so ein bisschen, aber bei weitem noch nicht so gut wie unser Englisch. Von daher, ja, genießen wir das, glaube ich, ziemlich sehr jetzt schon. Ja, mal gucken, was wir hier noch so für Erlebnisse haben werden. Zweiter Tag in Belize. Ist ein bisschen bewölkt heute, ein bisschen regnerisch. Gucken, wie sich das entwickelt. Wir fahren weiter auf der Hauptstraße in Richtung Belize City. Wollen morgen dort ankommen. Mal sehen, was uns heute erwartet. Huayong Supermarket. In Belize gibt es super viele Chinesen. Wir haben irgendwie auf der Karte schon gesehen, überall chinesische Restaurants, und eben in dem Supermarkt habe ich kurz was eingekauft. Habe die Leute auch gefragt, hey, sag mal, kommt ihr aus China? Und die meinten, ja, in Belize gibt es viele Chinesen. Ja, so sieht's aus. Okay, welcome to Belmopan. Fahne von Belize. Und Belmopan ist die Hauptstadt von Belize. Und jetzt dürft ihr einmal raten, wie viele Leute in dieser Hauptstadt wohnen. 13.000 Menschen. In der Hauptstadt von Belize wohnen 13.000 Menschen. Sie ist leider nicht so ganz irgendwie jetzt auf unserer Route, deswegen fahren wir nicht durch. Das wäre ein kleiner Umweg. Wir wollen nach Belize City, was die alte Hauptstadt ist. Irgendwann, weiß nicht, ist schon ein bisschen länger her, haben sie irgendwie hier, weiß ich nicht, Belmopan zur neuen Hauptstadt erklärt, und da sind die ganzen Regierungsgebäude und so weiter. Spannend, spannend. Hier ist auch schon der Hauptstadtflughafen. Willkommen zu unserem globalisierten Welt. Wir haben hier mitten nirgendwo einen chinesischen Supermarkt gefunden. Mit Reiswaffeln, die wir so gern mochten. Boah, die waren echt gut. Die Originale. Und Sojamilch. Und Sojamilch. Was ist die? Ja, aber schon ausgedrückt. Dago. From Germany. From Germany? Dago. Okay. Yes, I know. Germany, yes. Shishi. Bai Fan, Yo Mayo. Yes. So you learning from the internet? We went to China for traveling. Okay. So between China and here, how you feeling?
It was very interesting, very different. But like here now we have Chinese rice waffles, which is very nice. No, this come from Taiwan. This is in Taiwan coming. Yes, island. Ah, Yes. very nice. But Also, the culture different. huh? The culture different. Yes. Yeah, it's very different. Right here more tranquil and more like take easier. Right here. Yeah, take it easy, China, take it slow here. Everything move. Too much pressure. Ah, Yes. Two of them come from Germany. Yes. yes. Okay. So in the Germany, the economic just like China or is different? A bit different maybe. Like I think China is like very strong and very. Yeah. They have to do a lot and very fast, and working is very important in Yes. China. In Germany, not so much. It's also a little bit more relaxed, maybe more holiday also sometimes. But right here is more relaxed. More relaxed. Here yes, is much more relaxed, yes. Right here I working in a 1 month only 7 days. Ah, 1 month okay. only 7 days I could survive here. Perfect. Yes. Okay. Bye bye. Bye. Haben wir das von den Chinesen, die hier leben, auch nochmal bestätigt bekommen. Also das haben wir jetzt auch die ersten 2 Tage schon wirklich festgestellt. Es ist ein sehr entspanntes Land mit einer ganz, ganz anderen Mentalität als Mexiko und Guatemala. Wahrscheinlich als ganz Zentralamerika. Die Leute sind so entspannt irgendwie, rufen uns irgendwie die ganze Zeit auch hinterher irgendwie, hey, what's up, my friend, brother, how you doing? Everything's alright. Irgendwie so. Also irgendwie mega entspannt die Leute, ganz chillig drauf. Viele auch so mit so Rasta-Zöpfen und so weiter. So sehr irgendwie ja karibisch, jamaikanisch irgendwie, ich weiß auch nicht. Sehr interessant. Und ja, die Chinesen kommen auch her, weil es hier auch entspannter ist. Zu viel in China gearbeitet. Burnout. Und dann geht's ab nach Belize, um ein bisschen ein entspannteres Leben zu haben. Was der Geier, irgendwie sowas. Und es gibt keine Zäune hier. Welcome to Belize from Hope. This is what I usually do, right? If you meet me at my corner, this is what I usually do. Then people like to take a picture. Welcome to Belize. Enjoy and thanks from Mission Hope. Hope. I got the Ramos. I'm gonna show you the Hope now. I'm gonna show you the Hope. What I usually, I'm gonna show you the Hope now. Map of Belize, and then I usually people usually take a picture and they give me something. I never sell it, it's not for sale. I'm glad you stopped because sometimes some people think, oh man, he must be a criminal. You know, but this is what I do, I spread positive message. That's awesome. And I do it to Anton. So I'm going to give you the first theory first of the first civilization, not our civilization. I'm going to theory the first civilization. The first civilization, they knew the earth was round. So they say it's flat. So you don't go far and trouble. So if you were living in my generation and you have your bike, you wouldn't go that far. You would just go right around here. Because I told you,
If you go too far, you're going to fall off the edge. So you will not go far. Okay. So that was a way to keep them control the people. Do you know the biggest religion in the world is called Confucian? Confused. Yeah, that's the biggest religion in the world. Trifft echt schon ziemlich viele interessante Menschen auf so einer Reise, wie wir sie machen. Der Typ war definitiv mal wieder einer davon und zeigt einfach, jeder Mensch hat irgendwie so, wirklich jeder Mensch hat seine eigene Geschichte irgendwie. Jeder Mensch hat seine eigenen Gedanken, Glaubensansätze, Theorien und Philosophien und Lebensweisen. Und das ist immer wieder interessant, irgendwie mit den Menschen so zu reden. Und ganz toll ist es hier jetzt für uns halt, dass wir uns so gut mit den Menschen verständigen können. Er hat ein bisschen spannende Sachen erzählt, auch, naja, meiner Meinung nach ein paar verrückte Sachen. Aber die eine Sache, die er gesagt hat, fand ich gut. Dass halt Confusion, also Verwirrung, die größte Religion der Menschheit ist, dass die meisten Menschen einfach nur verwirrt sind. Das meinte er jetzt vielleicht ein bisschen in der Richtung, dass diese Menschen nicht an Jesus oder an Gott oder so glauben. Weil ich denke, das kann man auch aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen, dass die Leute einfach ihre Ziele im Leben, ihre Lebensweise, ihre Ausgeglichenheit einfach verloren haben oder noch gar nicht gefunden haben. Dass wir einfach in diesen wilden, verrückten Zeiten leben, wo es viel um Kapitalismus, viel um Geld und viel um Statussymbole geht. Viel darum geht, irgendwie von anderen gemocht zu werden, ohne auf seine eigenen Gefühle, ohne auf sich selbst zu achten, ohne halt irgendwelche Sachen für sich selber zu tun, sondern man tut so viele Dinge nur für andere und damit andere einen irgendwie wertschätzen oder respektieren oder sowas. Deswegen fand ich diesen Satz so gut, dass so viele Leute irgendwie verwirrt sind. Das teile ich auch, glaube ich, die Meinung. Ich denke, wir sind da auch am Anfang eines großen Wechsels. Also immer mehr Menschen öffnen sich doch irgendwie auch der Spiritualität. Immer mehr Menschen machen Yoga, Meditation, all solche Dinge, wo es halt darum geht, etwas für sich selber zu tun, für seinen eigenen Körper, für seinen eigenen Geist, für sein eigenes Wohlbefinden, ohne dass man daraus halt irgendwelche Gewinne oder materiellen Besitztümer ziehen kann. Und ja, wir machen das jetzt auch in letzter Zeit sehr intensiv, muss ich sagen. Morgens immer jetzt eine knapp 30-minütige Meditations- und Yoga-Übung, die wir ja wirklich jeden Morgen machen, direkt nach dem Aufstehen. Machen wir, weiß ich gar nicht, wie lange machen wir das schon? Stimmt schon, 2 Wochen oder so, oder? 1 Monat schon. 1,5? 1 Monat. Ja, wenn ihr da irgendwie ein paar mehr Infos zu haben wollt, was wir da so machen, schreibt es mal in die Kommentare, dann machen wir da auch nochmal ein separates Video drüber. Für jetzt geht es erstmal weiter nach Belize City und mit der Fähre auf die Insel Kikolka.
Ja, der erste Eindruck von Qiqorga, es ist wirklich mega touristisch. Und richtig voll. Ziemlich voll. Ja, eigentlich wussten wir es vorher. Aber Nee, wir wussten nicht, dass es so voll ist. nee, nicht, dass es so voll ist. Laufen echt schon viele Leute rum. Muss man schon sagen. So eine richtige Flaniermeile hier mit unzähligen Restaurants, etc. Überall diese verdammten Golfkarts, mit denen die Leute hier rumfahren. Kannst du dir irgendwie mieten oder sowas. Ziemlich verrückt. Okay, das war unser Aufenthalt auf Qiqorga. 4 Nächte sind wir hier geblieben. Größtenteils hier im Hostel eigentlich auch gewesen. Gearbeitet. Ja, aber auch irgendwie 1, 2 Strandbesuche. Gestern Schnorcheln gewesen. Das war mega cool. Jetzt ja, geht's mit einer Fähre zuerst nach San Pedro auf die nächste große Insel. Und dann nach Chetumal, nach Mexiko und weiter entlang der karibischen Küste Richtung Norden bis nach Cancun.